Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir begrüßen euch zu einem neuen Tag hier in Las Vegas. Wie ist denn der Plan? Das wollen wir euch mal kurz updaten. Und zwar Veronika. Die wird jetzt erstmal in ein Outlet reingehen. Wir sind ja gerade schon auf dem Weg auf den Highway. Ich zeige es mal auf der Karte. Das bedeutet, wenn das nicht zu spiegelig ist, es ist gar nicht so weit weg hier. Da ist ein Outlet, der ist im Norden. Und da bringen wir Veronika jetzt hin. Oh, Kelvin puncht erstmal rein. Und dann, ja, ist Veronika weg. Und wir beide fahren dann erstmal zum Discount Tire. Genau, Discount Tire und gucken, dass du noch einen neuen Reifen bekommst. Weil der ist da nicht kaputt, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis der zweite um die Ohren fliegt. Genau, deswegen, let's go! Leute, wir wollen euch kurz mal abholen. Und zwar, ihr kennt ja sehr oft Las Vegas, so typisch halt mit diesem Strip, dass da alles schön beleuchtet ist und so weiter. Aber wir sind jetzt hier mal im Randgebiet durchgefahren, jetzt gestern auch schon. Und da fiel sehr viel Arbeitslosigkeit auf, beziehungsweise Obdachlosigkeit. Ja. Und das ist echt extrem, oder Kelvin? Ja, das ist, ja, für Europäer scheint das extrem, aber das ist halt ein normales Bild, was wir halt hier in Las Vegas haben. Vor allem, ich meine, auch die Autos hier, das sind nicht gerade die neuesten, das muss man echt so sehen. Man denkt zwar immer, Las Vegas blühende Leben, aber die Welt, die Realität sieht anders aus. Ja, das blühende Leben beschränkt sich so meist auf den Strip. Ja. Und halt auf die gated Communities, die halt abgeschlossen sind mit schönen Häusern, teuren Autos und ja. Ja. So Leute, wir sind am Tire Shop angekommen. Kelvin macht noch mal ein bisschen Cleaning, ja. So wie es aussieht. Ja. Und das Model Y bekommt jetzt den Reifen ersetzt. Wir können uns die gerne noch mal angucken, wie das Profil hier aussieht. Aber wie gesagt, das war echt mein Fehler, dass ich da nicht drauf geachtet habe, wo ich den Wagen übernommen habe. Wir haben ja die Verschleißkante und die ist schon direkt erreicht. Ja, das ist echt heftig. Auf jeden Fall, was uns hier auf jeden Fall aufgefallen ist, war Kelvin, die haben nicht mal eine Hebebühne, Leute. Ich zoome mal kurz rein. Die machen das alles noch mit Handjob hier. Wahnsinn, oder? So Leute, Kelvin und ich machen in der Zeit eine kleine Pause, während der Reifen gewechselt wird. Wir sind hier im Panda Express, heißt das, wa? Und wir haben jetzt für diese beiden Portionen, die echt nicht schlecht sind, mit Trinken, $23 bezahlt, da wisst ihr auch mal Bescheid. Wir haben mittags 33 Grad und wo befinden wir uns hier? Ihr habt es gerade schon gesehen. Willkommen wirklich im Herzen von Las Vegas. Es ist der Wahnsinn. Wusstet ihr, dass hier das Empire State Building die Originalversion steht? Das New York ist fake. Und hier drüben, schaut euch das mal an. Das ist die Original Liberty. Guckt mal. Das in New York, das ist alles fake hier. Hier ist die Realität, Leute. Hier ist die Szene. Wir müssen jetzt noch mal ein paar Worte verlieren zu der Fahrzeugkategorie und Größe des Teslas. Egal ob Model 3 oder Model Y, war Kelvin? Ja, eher so die kompakteren Fahrzeuge. Ja. Ich meine, gerade wenn man hier sich so mal das Straßenbild anschaut, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel für den US-Markt jemals ein Model 2 oder ähnliches kommen wird. Ja. Weil selbst das Model 3 ist hier eigentlich winzig. Das ist echt ein Kindergeburtstag, kann man echt nicht anders sagen. Und das Model Y selbst, wir haben vorhin Q7 gesehen, der sah so klein aus. Mit diesen ganzen Kisten, hier drüben ist noch ein Model S. Also an für sich, was mir auch aufgefallen ist, ich hätte gedacht, hier fahren noch mehr Teslas rum. Wenn man mal so sich das Straßenbild anguckt, was für Potenzial hier noch ist an Elektroautos, was hier alles noch elektrisch werden kann.
Das ist der Wahnsinn, oder Kelvin? Ja, absolut. Das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ja. Das ist irre. Kann man nicht anders sagen. Oh, hier die Cops, Police. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt, Mensch. Und hier oben, hier, seht ihr auch? Oh, Militär. Militär. Wo wollen die denn jetzt hin? Wo wollen die denn jetzt hin? Wir haben ja hier so eine schöne Sache, nennt sich HOV Lane. Ihr seht es hier links oder auch im umgangssprachlichen Diamond Lane genannt. Das sind sogenannte Fahrgemeinschaftsspuren. Das heißt also, wenn du mit 2 oder mehr Personen unterwegs bist, darfst du diese Fahrspuren nutzen, um den Verkehr so ein bisschen zu entlasten. Hier können wir zum Beispiel rein und können dann sozusagen am Stau, der jetzt zwar jetzt noch nicht besteht, aber dran vorbeifahren. Kostet das was? Nein, das kostet nichts, das ist hier komplett kostenfrei, gilt aber nur für Fahrzeuge, die mehr als 2 Personen haben. In Kalifornien gibt es noch die Regelung, dass das auch Elektrofahrzeuge dürfen, nur mit einer Person. Aha. 6,5 Stunden später. So Leute, jetzt kommen wir zu dem Part, was man eigentlich auch hier in Las Vegas so kennt. Nämlich, was in Vegas passiert. Das bleibt auch in Vegas, oder Kelvin? So sieht's aus. Denn Kelvin und ich machen jetzt einen kleinen Männertrip. Wir fahren jetzt mal auf den Strip und werden ein bisschen Casino zocken und so weiter. So Leute, aus 100 haben wir jetzt 192 gemacht, aber ich war wieder so gierig, dass ich in einen anderen Automaten 100 versemmelt habe. Also von daher plus minus null, fast. Nice ride! Nice ride! So Leute, wir haben es jetzt um 1:38 Uhr. Kelvin, war ein geiler Abend, oder? Ja, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Es Ja. macht eine mega Gaudi, wirklich mega Spaß. Und ja, Las Vegas echt macht Namen alle Ehre auf jeden Fall. Wir fahren jetzt heim, pennen erstmal eine Runde und morgen geht's weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich. Und zwar, ihr habt es selber gesehen, Las Vegas, wir haben viel im Casino gespielt, eigentlich fast jetzt nur noch und haben es wirklich auch genossen. Aber andererseits habt ihr nicht mitbekommen, dass ich wirklich krank war. Also ich hatte hier alles dicht, ihr habt so viel Schleim, habe ich noch nie in meinem Leben produziert, echt, muss ich echt sagen. Ich bin jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung, also mir geht es schon deutlich besser. Ich vermute stark, dass es hier an diesen ganzen Klimaanlagen liegt, die hier draußen in den Geschäften sind, in den Autos, überall ist immer, dieser Kontrast ist einfach zu krass. Ihr habt draußen 40 Grad und hier drinnen dann 17 oder 18 Grad oder sowas. Und ich glaube, damit kam ich nicht klar. Aber jetzt funktioniert es wieder, ich bin wieder dabei. Heißt aber auch, dass ich heute alleine unterwegs bin. Bedeutet, Veronika, die habe ich jetzt angesteckt leider, die ist fällt jetzt aus. Und Kelvin macht die jetzt schon fertig für den Heimflug, der geht morgen wieder heim.
Und ich wollte euch mal zeigen, was wir heute vorhaben. Heute kommt was Cooles, glaube ich. Das ist so einfach mit einem Bestandteil, was ich unbedingt sehen wollte in den USA, im westlichen Bereich. Und zwar die Grand Canyons. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Wir sind hier in Las Vegas, hier oben, ich sage mal im Norden. Und fahren jetzt im Prinzip einmal hier runter zum Supercharger. Da müssen wir laden. Und dann geht es strack in den Canyon rein. Seht ihr hier auch, ich versuche mal reinzuzoomen. Da wollen wir hin. Das ist der sogenannte Guano Point. Seht ihr hier unten. Da gibt es zwei, da gibt es einmal den Skywalk und den Guano Point. Der Guano Point ist noch nicht so überlaufen. Da will ich hin. Wir müssen in White Hills laden und dann schauen wir uns mal den Grand Canyon zusammen an, Leute. Ich freue mich sehr. Ich begrüße euch recht herzlich mit 200 kW in Arizona. Richtig, ihr habt richtig gehört. Wir haben den Bundesstaat gewechselt. Wir sind jetzt von Nevada, nächsten Bundesstaat rein in Arizona. Und Arizona ist auch viel Indianergebiet. Das heißt, gerade der Grand Canyon West und so, wo wir jetzt hinfahren, der ist auch von Indianerhand, kann man sagen. Und wir laden jetzt hier mal voll. Ich werde mal eine Kleinigkeit drin mampfen. Und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ich bin gerade schon am Hoover-Damm vorbeigefahren. Das ist ja dieses riesen Bauwerk, dieser riesen Staudamm. Den schauen wir uns, wenn wir es schaffen, noch auf dem Rückweg an. Da habe ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Und es wird geil, es wird einfach geil. Wetter stimmt wieder, wie immer. Und let's go. So Leute, was habe ich denn Schönes mir gegönnt? Und zwar einmal diesen Humpen hier. Ich weiß nicht wie viel, das ist 1,5 Liter oder 2 Liter. Ist aber, muss man echt sagen, nicht verkehrt. Weil hier draußen, ihr seht, ich scroll mal raus, da ist wieder nur Hitze und Wüste. Und hier haben wir noch schöne von Jimmy Dean. Schön ein paar Burger, 3 Stück. Die werde ich jetzt mal vermampfen. Und dann kann es weitergehen on the road zum Grand Canyon. So Leute, ich bin jetzt angekommen am Grand Canyon West. So heißt er hier. Und ich habe ein Ticket gezogen. Das Auto steht jetzt hier drüben auf dem Parkplatz, das seht ihr gerade nicht. Und da seht ihr schon einen Helikopter und so. Jetzt geht es im Prinzip mit dem Bus zum Skywalk und auch zum Guano Point. Das heißt, ihr könnt hier gar nicht selber hinfahren, aber das ist ja auch nicht schlimm. Mal gucken, wie voll die Bude jetzt ist. Ich bin sehr gespannt. Das Ding ist bloß, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, wartet mal, ich zoome mal ein bisschen rein. Das Ding ist bloß da hinten. Da ist ein Sandsturm durchgezogen vom Allerfeinsten. Also ich hoffe, wir haben heute eine Sicht. Ansonsten muss ich einfach darum beten, dass der Wind den Sand wegweht. Wir schauen einfach mal. Hier ist der Bus. Let's go. Und Leute, was uns überall hier aufgefallen ist, egal ob es in Las Vegas war, egal ob es hier in San Francisco da war oder auch jetzt hier beim Grand Canyon, guckt euch mal um, wie leer es hier ist. Das ist der Wahnsinn. Also Touristen, wo sind die Touristen? Da vorne bin ich lang gefahren an einem Parkplatz, der eigentlich auch für Touristen gebucht werden kann. Der war schon komplett abgesperrt. Da war, weil einfach die Leute nicht kommen. Hier ist kein einziger Tourist so richtig. Und das liegt einfach daran, auch einerseits wegen Corona, klar. Und andererseits ist hier auch sehr, sehr teuer. Also die komplette USA ist so teuer geworden. Jetzt alleine mit Essen, Unterkünfte und so, das ist schon nicht mehr normal, wa? Das kann sich, ich sag mal, jetzt hat sie gesagt, Normalsterblicher gar nicht mehr leisten. Geschweige denn, wenn du mit Familie her willst, das geht nicht. Also das ist schon Wahnsinn. Ich meine, ihr seht es ja auch hinten, viele Leute sind nicht hier drin. Ne? Und ja, wir sind jetzt gerade in der Stoßzeit, wa? Muss man bedenken. Das ist schon krass. So Leute, willkommen beim Grand Canyon. Das, was ihr hier seht, ist der Eagle Point. Ihr seht da hinten den Skywalk. Gut, jetzt nicht mehr, aber da war der Skywalk. Hier seht ihr nochmal Eagle Point. Und es ist der Grand Canyon. Absoluter Hammer. Ich werde aber weiterfahren. Ich zeige euch wohin.
So Party People, und zwar jetzt sind wir da, nämlich am Guano Point. Ich habe hier im Internet gelesen und die Leute haben alle geschrieben, okay Leute, den Skywalk, den könnt ihr gleich übergehen, sondern direkt zum Guano Point gehen. Das ist im Prinzip dann der zweite Aussichtspunkt, denn der ist richtig geil. Da habt ihr noch Ruhe hier. Ich meine, guckt euch mal um, da ist nicht viel los. Und ihr habt hier eine unglaubliche Aussicht, noch mal einen Ticken besser als wie beim Skywalk angeblich. Und was wollte ich euch noch sagen? Genau, die Gefahr hier ist nur, hier ist keine Absperrung. Das heißt, wenn du zu weit am Rand bist, ist gleich freier Fall. Wa? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam hier durch. Ich lasse die Kamera einfach mal laufen. Alter, ist das impressive. Guckt euch das doch mal an. Das ist sick. Absolut sick. Ich versuche mal langsam reinzugehen. Ist jetzt das erste Mal auch für mich hier. Und ja Leute, wow. Oh mein Gott. Hier ist keine Absperrung. Das müsst ihr euch vorstellen. Wenn er hier zu weit runter geht, ist echt Feierabend. Das kann man nicht glauben. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht bis vorne hin. Wow, guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch das mal an. Wow. Wahnsinn. Wieder diese unbeschreibliche Weite. Das ist der Hammer. Einfach irre, Leute. Ich gehe mal rum, wir schauen uns noch ein paar schöne Sachen an. Leute, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist beeindruckend. Es ist einfach beeindruckend. Guckt euch das doch mal an. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu nah an den Rand geht. Dann ist Game Over. Dann seid ihr komplett weg. Aber so hier, guckt euch das mal an. Einfach Wahnsinn. Ich bin überwältigt. Oh, das kann man sich nicht vorstellen. Ein Tipp noch, man hätte vielleicht mal festes Schuhwerk anziehen sollen. Nicht wie ich hier mit Sneakern rumlaufen. Aber ansonsten wirklich atemberaubend. Mamma mia, Leute, oder? Leute, es ist ultra windig, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Und zwar seht ihr hier diesen Apparat, der war verbunden mit den Seilen bis runter zum Fluss. Und angeblich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist da mal ein Kampfjet von der Air Force durchgeflogen und hat das Seil kaputt gemacht. War ein riesen Schaden. Seitdem steht das hier als Baracke. Ah, es ist Wahnsinn, Leute. Ich bin überwältigt, echt. Ich habe schon viel erlebt jetzt in den USA, aber das kickt noch mal richtig hier. Wahnsinn, ey. Auch, dass man einfach hier runterfallen kann. Ohne Abschirmung, nichts. Und beim Skywalk, Leute, da stehen die Leute Schlange. Wisst ihr, was ich meine? Und guckt euch mal um mich hier drumherum. Es ist niemand hier. Es ist niemand hier. Ich bin komplett alleine hier. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann echt nicht wahr sein. Atemberaubend. Wow. Echt toll. Wirklich, ich bin überwältigt. Absolut. Ossi, Ossi, Ossi! So Leute, ich bin auf dem Weg zum nächsten Spot und ich muss jetzt mal kurz anhalten, weil ich euch was zeigen muss. Ich weiß nicht, wer von euch Forza spielt. Forza 5, das spielt ja Mexiko. Aber ich denke, der eine oder andere wird dann schon mal sowas gesehen haben in dem Spiel. Das ist nicht ein Sandsturm. Und hier kommt was Gewaltiges auf uns zu. Ich fahre jetzt zum Glück raus, aber das sieht schon bedrohlich aus. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera rüber. Es ist gemächtig. Es ist richtig, richtig mächtig. Wahnsinn. So ihr Lieben, es ist verdammt windig hier draußen, aber ich hoffe, ihr versteht mich gut. Und zwar Leute, jetzt zeige ich euch den Hoover-Damm. Ich schwenke mal rüber. Absoluter Wahnsinn. Ein riesiges Bauwerk. Wurde von 2005 bis 2010 gebaut. Und es ist sick, oder? Was sagt ihr Leute? Mamma mia. Schön hier rin betoniert das Teil.
Ich kann euch nicht die genauen Maße sagen, wie groß das Ding jetzt wirklich ist. Aber es ist schon gigantisch, muss man echt sagen. Ich kann ja mal runterleuchten, ohne dass mein Handy runterfällt. Da seht ihr schon, da geht es direkt runter. Wahnsinn. So, ihr Lieben, die Zeit in Las Vegas geht zu Ende. Es war wirklich, wirklich sehr aufregend. Ich habe sowas in meinem Leben vorher noch nie gesehen, gerade am Strip. Und ich muss auch ehrlich sagen, Kelvin, für dich heißt ja jetzt bald Feierabend, wa? Genau, ich reise wieder zurück. Du reist wieder nach Hause, nach Deutschland. Und ich wollte mich noch mal recht herzlich bei dir bedanken, Junge. Weil du hast uns so viel geholfen, auch gerade in der Stresssituation mit dem Auto, wo ich den Platten hatte. Generell, du wusstest viel Bescheid, du hast uns da mal die Dinge gezeigt. Ich meine, ihr wisst es vielleicht selber, wenn ihr in einer unbekannten Gegend seid, das erste Mal, dann ist es immer wirklich toll, wenn jemand dabei ist, der sich schon mal auskennt einfach. Und gerade hier in so einem fremden Land, wo die Verkehrsregeln anders sind und so weiter. Jetzt mit der Zeit, da weiß man schon langsam Bescheid, aber gerade am Anfang Gold wert, Kelvin, ohne Mist. Du bist ja Local, kann man fast sagen, wa? Ja. Also von daher wirklich 1000 Dank, Junge. Und ja, wirst du uns vermissen. Nee, wir werden dich vermissen, so rum. Jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt. Ne? Ja, ob wir das schaffen, Amor? Mal gucken. Also ihr werdet es ja mitbekommen, denke ich mal. Aber wirklich, vielen Dank, Kelvin, ohne Mist. Ja. Wir gehen jetzt noch mal schön essen zum Chinesen und hauen uns noch mal einen Ranzen voll. Und morgen verlassen wir dieses Haus hier. Also es war ja wirklich ein schönes Haus. Können wir noch mal kurz den Garten hier zeigen. Wirklich toll. Und dann geht es für uns weiter nach Los Angeles. Im Prinzip. Mal gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich klappt alles. Kein Reifenplatzer mehr, kein Bock mehr. Und dann wieder nach San Francisco. Und dann heißt es für uns auch schon Feierabend. Ja, mal gucken. Das war's auf jeden Fall für das Video hier. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Und gute Heimreise, Kelvin.